Das Handwerk der Büchsenmacher ist Jahrhunderte alt. Es beruht auf Wissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Jedes Gewehr hat seine eigene Geschichte. Denn auch heute sind es keine großen Maschinen, sondern Menschen mit viel Erfahrung, die aus Holz und Stahl ein Jagdgewehr fertigen. Mir hat schon immer die Mechanik und das handwerkliche Können, was da drin steckt in so einer Waffe, das hat mich schon immer fasziniert. Und einfach wie alles ineinander einspielt, die Materialien, Holz, Metall und einfach die Handwerkskunst. Und jedes Gewehr erzählt die Historie dieses Traditionshandwerks weiter. Beim Familienunternehmen Krieghoff in Ulm bauen sie das Jagdgewehr. Dessen Geschichte beginnt hier mit den Rohteilen. Martin Stroppel ist einer der Büchsenmacher. Er richtet die Läufe, biegt sie gerade. Nicht mit einer automatisierten Maschine, sondern von Hand. Also das ist unsere Richtmaschine. Jeden Lauf, den wir ins Haus kriegen, wird quasi gleich zu Anfang einmal komplett gerichtet. Dazu braucht Martin nur sein trainiertes Auge, viel Feingefühl sowie Licht und Schatten. Das Richter funktioniert bei uns durch den Schatten. Wir schauen durch den Lauf von hinten nach vorne durch. Der Schatten selber, man sieht es hier, ich habe es hier für Führungen so aufgezeichnet, das ist quasi die Mündung vorne und das ist auf dem Laufboden. Da wirft sich der dreieckige Schatten rein. Der hat die Form vom gotischen Kirchenfenster. Und wenn man den Lauf dreht, dann muss der Schatten unten immer gleich bleiben. Wenn der irgendwo dünner wird oder dicker, das zeigt mir, an was für eine Stelle ich dann drücken muss, dass er gerade wird. Das Laufrichten ist die Basis für einen präzisen Schuss. Martin wiederholt es deshalb 6 bis 8 Mal, jedes Mal, wenn der Lauf wärmebehandelt wurde. Die geraden Einzelläufe kommen zu Frank Geiselmann. Er wird sie hart löten, also zu einem Laufbündel verbinden, denn es soll ja eine Doppelbüchse mit 2 Patronenläufen werden. Das braune Flussmittel sorgt dafür, dass die Wärme besser fließt und sich die Läufe über das zweigeteilte Hakenstück sauber verbinden. Bevor Frank lötet, kantelt er aus, traditionell von Hand und mit Richteisen, und prüft, ob die Läufe auf einer Höhe sind. Denn beim Löten hat er nur einen Versuch. Jetzt beginnt der Lötvorgang. Wir heizen stufenweise hoch auf bis zu 680, 690 Grad. Lassen wieder abkühlen auf 630, heizen wieder hoch, bis das Lot dann letztendlich überall geflossen ist und überall eine saubere Naht bildet. Das Löten funktioniert über Induktion, also ein Magnetfeld, das die Moleküle im Inneren des Stahls zum Schwingen bringt und dadurch erhitzt. Frank muss beim Löten genau darauf achten, dass sich die Wärme gleichmäßig verteilt. Die richtige Temperatur erkennt er auch mit dem Auge. Es gibt die Anlassfarben, ja, vom Ocker, dann wird es gräulich, bläulich und dann geht es hoch ins Orange, bis die Glühfarben kommen. In den fixierten Schienen befinden sich Silberlotstäbe mit 55% Silberanteil. Die äußeren Stellen verlötet Frank von Hand mit Silberhartlot. Hartlöten heißt der Prozess, weil die Zugfestigkeit der Lötverbindung besonders fest, also hart ist.
Alle Teile, die große Kräfte beim Schuss aufnehmen, werden hart gelötet. Wenn das Lot die Läufe verbunden hat, arbeitet Frank nochmal von Hand nach. Mit dem Gasbrenner erhitzt er die äußeren Stellen erneut, damit die Naht überall sauber geschlossen ist und die Läufe perfekt verbunden sind. Nach dem Abkühlen werden die Laufbündel sandgestrahlt und landen einen Raum weiter bei Markus Schlapp. Der junge Büchsenmachermeister wird alle Stege zwischen die Läufe löten. Auf ihnen werden später unter anderem Kimme und Korn montiert. Wegen ihrer Rundung heißen sie im Fachjargon Reifen. Auch hier braucht es Flussmittel für die optimale Wärmeverteilung beim Löten. Die Teile werden mit der Flamme aufgelötet. Dieser Vorgang heißt Weichlöten. Die Reifen fixiert er dazu vorab mit Draht auf dem Lauf. Ich ziehe die Drähte in der Mitte lockerer an, damit ich nachher die Keile, wenn ich die reinklopfe, das Laufbündel besser zusammenzieht. Wenn ich es jetzt zu stark anziehe, dann drückt es die Läufe praktisch in der Mitte zusammen, dann habe ich wie eine Banane praktisch und dann schießt das Laufbündel nicht. Immer gilt, eine penible Vorarbeit ist die Grundlage für eine präzise Waffe. Jetzt sind ja durch die ganze Drähte, wo ich jetzt angezogen habe und durch die Keile, wo ich angebracht habe, hat sich das Laufbündel ja auch noch mal ein bisschen verzogen. Und deswegen muss ich es zum Schluss jetzt noch mal auskanteln, bevor ich es löte, dass ich mir wirklich sicher bin, dass es passt, damit die Treffpunktlage nachher auch stimmt. Also als allererstes wird das Hakenstück erwärmt mit dem Brenner, weil da am meisten Masse da ist. Und dann arbeitet man sich praktisch von hinten, vom Patronenlager zur Mündung nach vorne. Hier entscheidet sich, ob das Laufbündel nachher 5-mal eingeschossen werden muss oder 7-mal oder 10-mal. Gleich zu Beginn wird also der Grundstein für einen präzisen Schuss gelegt. Ist das Patronenlager erstmal vorgeheizt, erwärmt Markus den gesamten Lauf gleichmäßig mit dem Reihenbrenner. So lange, bis er die Anbauteile mit silberhaltigem Weichlot verbinden kann. Die Temperatur liegt hier lediglich bei 200 bis 300 Grad. Die Verbindung ist weicher als beim vorherigen Hartlöten. Nach dem Löten ist vor dem Richten. Markus checkt, ob sich die Läufe verzogen haben und alle Nähte auch gut geworden sind. Jetzt mache ich zuerst mal eine Klangprobe, ob das Laufbündel auch dicht ist und spannungsfrei, weil der Lauf soll ja schwingen. Deswegen klopfe ich da zuerst erstmal mit dem Hammer drauf. Schießt. Undichte Lötstellen hätten einen dumpfen Ton zur Folge und am Ende keinen vernünftigen Schuss.
Die Reste vom Löten entfernt er gründlich mit Feile und Schleifpapier. Die Büchsenmacher sagen dazu auch garnieren. Mit seiner selbstgebauten Brustleier fräst Markus auch die Laufmündung glatt. Nach dem erneuten Sandstrahlen werden die Läufe in Öl konserviert und warten auf ihre nächste Station. Das Herzstück des Gewehrs ist die sogenannte Basküle, auch Systemkasten genannt. Sie wird aus Rohteilen in der computergesteuerten Fräse gefertigt. An Martins Werkbank wird sie mit den anderen Bauteilen erstmals verbunden. Wir machen heute die Weißmontage. Das ist quasi der Arbeitsschritt, wo das Laufbündel und der Kasten miteinander zusammenpasst wird und dann nicht verbrennt wird. Wir kriegen Rohstücke vom Fräse bzw. vom Löter und Fräse und dann wird die aneinander angepasst komplett. Das ist einmal Schlossblech, hier kommen die ganzen Kleinteile drauf für den Abzugsmechanismus, Spannerei und alles. Dann haben wir einmal das Laufbündel und einmal die Basküle. Mit der Basküle fangen wir an, da machen wir mal alle Gleitfläche und alles sauber, sodass wir es nachher schön zusammenpassen können. Präzision wird in jedem Arbeitsgang mitgedacht. Die perfekten Gleitflächen sind essentiell für den sauberen Schuss. Und jetzt sind wir quasi so weit, dass wir das erste Mal eine laufende Basküle zusammenhängen und schauen mit Tuschierfarbe, wo es passt und wo man noch was nacharbeiten muss. Das ist ganz wichtig, dass die ganze Gleitfläche, alle Anlageflächen sauber sind und flächig anliegend. Einfach, dass der Systemgang und alles sauber läuft. Bei der Weißmontage kümmert sich Martin um alle unbearbeiteten Flächen. Sie sind sozusagen noch weiß. Im Terminus der Büchsenmacher steht weiß immer für den noch unfertigen Zustand vor der Oberflächenbearbeitung. Schwarz dagegen für die Schritte nach der Oberflächenbearbeitung. So, jetzt hängen wir zum ersten Mal Lauf und Basküle zusammen und schauen mal, wie es geht. Als merkt man schon, Pördinase hängt noch komplett und der hintere Laufhaken. Und da müssen wir jetzt weitermachen oder nacharbeiten, dass der Kasten dann irgendwann ganz drauf geht auf den Lauf. Vor 20 Jahren hat Martin seine Ausbildung hier begonnen. Dass er Büchsenmacher werden wollte, war für ihn schon früh klar. Ich bin von zu Hause ein bisschen mit der Jagd vorbelastet. Und Uropa war Jäger, Papa war Jäger, Bruder, Onkel, lauter Jäger. Dank der blauen Tuschierfarbe bekommt Martin einen Abdruck beim Zusammensetzen und sieht genau, wo Kontakt ist und er nachfeilen muss. Nur so kann er die Flächen perfekt anpassen. Hier sieht man jetzt, dass er halb hoch anliegt. Jetzt müssen wir unter die harte Stelle noch nacharbeiten und dann kommt er oben schön zum Tragen auf der ganzen Fläche. Und so arbeitet sich Martin Hundertstel um Hundertstel Millimeter vor, so lange, bis es passt. Basküle und Lauf haben wir jetzt zusammengepasst. Die Anlageflächen, die zeichnen alle schön ab, dass der Kasten sauber an der Laufplatte anliegt. Alle Flächen, die wichtig sind, passen soweit und der Hakengang ist jetzt richtig gut und schön gleichmäßig.
Soweit sind wir die Passarbeiter jetzt fertig und jetzt geht es quasi weiter zum Formfeilen. Wir feilen jetzt am Kasten die Fasson, quasi die Form fertig und polieren den gleich aus von Hand. Bei der Fasson steht die Ästhetik im Vordergrund. Martin beseitigt die letzten Spuren aus der maschinellen Fertigung. Die Feile ist dabei sozusagen das absolute Lieblingswerkzeug eines jeden Büchsenmachers. Ja, schon in der Ausbildung wird sehr viel gefeilt. Auf seinen Feilen hat Martin stets eine dünne Schicht Kreide. Sie sorgt dafür, dass er nur minimal Material abnimmt und keine tiefen Späne ausreißt. Es geht von grob nach fein. Zuerst feilen. Dann poliert er mit Schleifpapier fein nach. Für die tiefer liegenden Flächen benutzt Martin spezielles Büchsenmacherwerkzeug, die sogenannten Stopfer. Jetzt wird das Schlossblech in der Kaste montiert. Das ist jetzt eigentlich der letzte Schritt von der Weißmontage. Dann ist das Grundgerüst des Gewehrs ein erstes Mal verbunden. In seinen vielen Jahren als Büchsenmacher hatte Martin schon etliche Gewehre in der Hand. Doch an sein erstes Gewehr erinnert er sich besonders gut. Ja, ich habe relativ früh einen Krieghoff-Waldschütz-Drilling mal gekauft. Der war Baujahr 1952 und den haben wir hier im Geschäft dann wieder ein wenig restauriert und den gibt es immer noch. Fertig. Ein paar Meter weiter ist ein Kunde zu Besuch in der Holzwerkstatt bei Schäfter Ralf Sommer. Er bekommt einen Maßschaft. Wir überprüfen jetzt die Schäftung, wie wir quasi den Schaft dann im Endeffekt perfekt auf den Bediener anpassen können. Und ich schaue ihm quasi über die Visierung ins Auge. Und da muss die Pupille, wenn man das quasi von vorne anguckt, direkt hinter der Visierung stehen. Die Schaftlänge ist der generelle Anschlag und für das Abzugszüngel ist es die Grifflänge, die eben passen muss. Beim Abmessen greift Ralf vor allem auf seine jahrzehntelange Erfahrung zurück. Der Maßschaft ist vergleichbar mit einem Maßanzug. Und dann bitte umgreifen. Es ist sozusagen der Griff der Waffe. Von Firmengründer Ludwig Krieghoff stammt übrigens der kluge Spruch: Die Läufe schießen, der Schaft trifft. Der Schaftrücken der Klassik ist gerade. Die Backe wird eine bayerische Backe. Bei der Klassik ist die traditionelle Form der gerade Rücken. In Ausnahmefällen kann man auch den Schweinsrücken machen. Das heißt, der Rücken geht gerade und macht hinten so einen Knick. Also quasi wie beim Wildschwein. Es hat so einen Nackenknick und da draus hat sich das quasi Schweinsrücken. Dann hatten wir noch die Backenvarianten. Da haben wir zum Beispiel hier jetzt die deutsche Backe und bei den anderen Schäften ist es die bayerische Backe. Das sind eben die Unterschiede. Ich habe es zum Beispiel ganz gern, wenn man jetzt anschlägt und man nimmt die quasi so und legt hier an, dann hat man quasi unten, wo quasi die Backe bzw. die Wange ist, ein bisschen mehr Material und kann sich ein bisschen anschmiegen. Also das ist schon ein bisschen Wohlgefühl, aber auch ein bisschen Accessoire, sag ich mal. Mit den genommenen Maßen geht Schäfter Ralf in die Holzwerkstatt nebenan. Hier trocknen und lagern die bis zu 150 Jahre alten türkischen Wurzelhölzer.
Für den Schaft kann er nur Holz aus bestimmten Regionen verwenden. Das ist Nussbaumholz. Aus dem werden eigentlich alle unsere Schäfte gefertigt. Was bei unserem Holz eben sehr wichtig ist, dass es langsam wächst, weil die schnell wachsenden Hölzer haben größere Poren und dadurch leidet auch die Stabilität einfach. Und deswegen nimmt man eigentlich die langsam wachsenden Nussbäume, die eigentlich wenig Nährstoff im Boden haben, oft steiniger Untergrund, geringer Niederschlag, also wirklich ein schweres Leben haben, die wachsen dann einfach auch dementsprechend langsamer. Und der Bereich, den wir eigentlich zu 90% nehmen, ist der Wurzelbereich, wo eben das Holz nicht nur gerade nach oben schießt, sondern dann eben so verschlungen und eben die interessante Maserung hat, wie man das sieht. Mit einem Modell zeichnet Ralf die grobe Form für diesen Schaft an. Er achtet vor allem auf das Bild der Maserung. Bei dem ist es jetzt optimal. Wir haben hinten die schöne wildere Maserung und wenn man es anguckt, im vorderen Bereich läuft er gerade. Das spielt uns unheimlich in die Hände. Also das ist eigentlich, sage ich mal, für mich jetzt als Schäfter würde ich sagen, ein Vorteil. Die rechte Seite gibt ein bisschen mehr her wie die linke. Aber da das ja ein Rechtsschaft wird, müssen wir den Schaft verhältnismäßig weit nach rechts rücken, weil wir ja auf der linken Seite die Backe haben. Das heißt, die Chance, dass da noch eine bessere Maserung kommt, ist sehr hoch. Ralfs 30-jährige Erfahrung hilft ihm bei der Holzauswahl. Doch erst nach dem Sägen an der Tischbandsäge zeigt sich, ob seine Erwartungen an das Holz erfüllt werden. Das ist ein Naturprodukt, das wächst so, wie es will. So ein Stück weit Überraschung, aber verhältnismäßig kalkuliert. Also es geht schon. Und wenn man jetzt so anguckt, die Seiten, hochzufrieden. Also ich bin mir sicher, das wird ein richtig toller Schaft. An der Horizontalbohrmaschine bohrt Ralf die Aufnahmelöcher für den nächsten Schritt. Den Rohling spannt er nun in die Kopierfräsmaschine mit Tastdorn. Wir haben jetzt quasi auf der rechten Seite das zu kopierende Stück und links haben wir das Kopiermodell. Wenn man es jetzt sieht, der Fräser sitzt auf dem Kopierstück auf und hier haben wir eine gewaltige Luft. Das heißt, wir müssen quasi die Differenz hier dazwischen, müssen wir quasi da noch abtragen. Es geht dann natürlich mit einer höllischen Drehzahl, das ist irgendwo so bei 18.000 Umdrehungen. Gleich wird es laut und die Späne fliegen.
Die Kopierfräsmaschine ist eigentlich für die Grobarbeiten von Schnitzern gedacht und wurde ursprünglich für eine gänzlich andere Funktion beworben. Im Werbeprospekt war eine Maria-Figur, die hier aufgespannt war, und die hat dann quasi rechts und links je ein Duplikat erzeugt. Marienfigur, Alphorn, Schale oder Schaft. Es ist Holz. Hier fräst Ralf allerdings nur die Aufnahme des Schaftes vor. Den Rest bearbeitet er von Hand an seiner Werkbank. Die ganzen Flächen sind natürlich nur grob bearbeitet, und hier haben wir die Reste von der Aufnahme quasi von dem Mitnehmer. Das muss jetzt alles sauber gemacht werden und alles auch hinten die Anlagefläche an das System angepasst worden. Dazu verwendet er seine Stechbeitel. Um die Aufnahme exakt anzupassen, hat Ralf eine baugleiche Testbasküle. Ich schwärze jetzt quasi mit einer Tuschierfarbe die Stellen ein, wo das System beim ersten Mal anklopfen anliegen wird. Und dadurch habe ich nachher einen schwarzen Abdruck und sehe genau, wo ich das Holz nacharbeiten muss. Dann nehmen wir es quasi, setzen an und dann klopfen wir einmal kräftig drauf. Das Systemstück passt schon mal. Es kann mit der Form weitergehen. Jetzt fangen wir quasi Schritt für Schritt an, die Maße auf den von uns vorbereiteten Rohling quasi zu übertragen. Los geht es mit der Schaftlänge. Die Schaftlänge kann ja so kippeln. Jetzt ist es so, da gibt es den Begriff Pitch oder Kappenwinkel. Das heißt quasi, wie die Kappe im fertigen Zustand zu meiner Schulter steht. Bei dem Schaft brauchen wir jetzt 7 Grad. Das heißt, die Kappe ist quasi unten 7 Grad geneigt und passt sich dann quasi besser der Schulter an, wie wenn es jetzt negativ wäre oder gerade. Also 7 Grad müssen wir jetzt anzeichnen.
der Bandsäge wird Ralf die Form grob aussägen. Ein Zimmer weiter liegt der Arbeitsplatz von Jeanne Bassani. Die Französin ist Graveurin und wird die Basküle verzieren. Umrahmt werden die Seitenflächen von einem Eichenlaubmotiv. Das paust Jeanne zunächst auf die Basküle ab und reißt es vorsichtig an. Manchmal zeichne ich direkt auf dem Metall mit dieser Spitze da. Und wenn ich fertig bin, kann ich dann arbeiten, gravieren. Jeder Graveur, jede Graveurin hat ihre ganz eigenen Werkzeuge, die ein Leben lang halten. Den Gravierhammer hat Jeanne von ihrer Lehrerin geschenkt bekommen. Damit und mit einem Stichel graviert sie die ersten Linien für die Umrandung aus Eichenlaub. Jeannes Schraubstock ist drehend gelagert, so kann sie immer im optimalen Winkel anschlagen. Beim Gravieren kommt es besonders auf eine Sache an. Du musst echt beobachten, mit was du machst. Du musst deine Zeit nehmen und immer Schritt für Schritt arbeiten. Graveure gibt es heute kaum noch. Jeanne hat das Handwerk jahrelang in Belgien gelernt. Viele ihrer Klassenkameraden sind danach übrigens Tätowierer geworden. Ich bin fertig mit dem Gravuren und jetzt muss ich ein bisschen überall punzieren. Dafür benutzt sie eine Punze. Ein Perloir in Französisch. Und du hast verschiedene Größen. Das ist ein Nummer 4 und du hast Nummer 1 bis Nummer 11 zum Beispiel. Das ist sehr grob. Aber auch Nummer 4 ist genug dafür. Mit dem Punzieren verleiht Jeanne dem Bild mehr Tiefe, weil sich das Licht darin anders bricht. Die Basküle bekommt auch eine detaillierte Szene mit Tieren. Die zeichnet Jeanne grob vor mit einem traditionellen Skalierungsinstrument, dem Pantographen. Das ist eine Pantograph. Das ist ganz eine Antike und damit übertrage ich das gewünschte Modell auf eine kleinere Fläche. Jeder Graveur hat seine eigene Methode. Das ist meine, aber du kannst mit Pauspapier machen oder direkt auf dem Metall zeichnen. Ich mag diese Methode lieber. So, ich habe 2 Spitzen und ich fange hier an und das geht das gleich an der anderen Seite. So. Jeanne geht ins Detail.
Inspiration holt sie sich aus einem alten Buch. Der Rest entspringt ihrer Fantasie. Schlag für Schlag, Linie für Linie entsteht ein Wildschwein. Bis alle Details auf der Basküle fertig sind, braucht Jeanne rund 2 Tage. Eine sehr aufwendige Gravur kann wesentlich länger dauern. Die zweite Seite bekommt eine andere Szene, ein rührender Rothirsch im Wald. Und der Wald braucht, natürlich, Tannen. Jeanne punziert sie mit einer handgemachten Punze. Für die gröbere Schattierung nutzt sie einen sogenannten Fadenstichel. Damit kann ich auf einer größeren Fläche schattieren. Aber das ist ganz eine antike, eine traditionelle Werkzeug und ich habe es von meinem Kollegen gelernt. Der Hirsch bekommt noch ein warmes Fell eingraviert. Geschafft. Die Basküle wird nun noch gehärtet, damit das Bild für die Ewigkeit hält. Bei Ralf geht es dagegen weiterhin eher grob zu. Der Schaft nimmt allmählich Form an. Für die Schränkung muss Ralf noch die Mittellinie anzeichnen. Was wir jetzt noch machen würden, die Null bestimmen des Schafts. Die Methode, die wir nehmen, die ist traditionell und ich bin der Meinung, die sollte man beibehalten. Und zwar ist es jetzt so, ich spanne die Waffe quasi so ein mit der Mündung zu mir. Und dann halten wir hinten eine Nadel hin und peilen quasi über Kern und Kimme auf die Nadel, dass alles in einer Flucht steht. Und dann haben wir im Endeffekt die Null. Und von der Null aus können wir die 4 mm Schränkung dann rüber machen. Die Schränkung ist die seitliche Abweichung des Schaftes von seiner Längsachse. Bei einem Rechtshänder weicht der Schaft nach rechts ab, damit er sich besser an der Wange anschmiegt. Um die Mittellinie exakt im 90-Grad-Winkel anzuzeichnen, nimmt Ralf das Maurerlot. Eine alte Technik, aber so hat Ralf es vor gut 30 Jahren gelernt. Das ist eine gewisse traditionelle Handwerkskunst, das habe ich so von einem alten Chef, der Meister, gezeigt bekommen und ich bin halt der Meinung, man sollte das am Leben erhalten. Das ist natürlich klar mit der Nadel nicht 100%ig, aber es gibt ja auch gewisse Toleranzgrenzen und die halten wir selbst mit dieser Methode ein. Und die haben, keine Ahnung, 80 oder 100 Jahre funktioniert. Warum soll es jetzt nicht auch so funktionieren? Es kann mal noch keine Reklamation wegen der Schränkung. Auf das Ende schraubt Ralf noch die Schaftkappe. Die montiert er zur Orientierung beim Aussägen schon jetzt.
Wenn er alle gemessenen Werte angezeichnet hat, kommt der spaßige Teil für ihn. Die Schränkung, die Senkung, die Grifflänge, die Griffstärke, die Pitch, das sind alles greifbare, messbare Maße. Aber der Rest des Schafts ist alles Freiform. Das heißt, ich kann machen, was ich will, eigentlich. Aber ich würde sagen, jetzt sägen wir ihn mal aus und dann sehen wir, wie er rauskommt. Dem Schaft geht es ordentlich an den Kragen, mit Ziehmesser und Ralfs Raspeln. So Leute, Schluss mit lustig. Kein Holz, kein Schaft ist je gleich. Darum muss Ralf jedes Mal ein wenig anders arbeiten. Es geht in die Richtung zu feilen, besser, und es trägt auch besser ab. Das hängt eben mit dem Faserverlauf, mit der Maserung, mit allem zusammen. Und da muss man sich ein Stück weit auf das Material einlassen. Mit einem halbrunden Stechbeitel geht es an die genaue Form. Schlag für Schlag wird der Umriss feiner und feiner und jedes Werkstück bekommt seinen eigenen Charakter. Jeder Schaft ist ja dann individuell in der Form. Das ist quasi schon ein bisschen Bildhauer im Kleinen. Vom rohen Holz bis zur perfekten Form dauert es insgesamt rund 10 Stunden. In der Galvanik werden unterdessen die Läufe behandelt. Dietmar ist der Oberflächenbeschichter der Firma. Er wird die Läufe brünieren, also mit Beizig chemisch schwärzen. Erst einmal kommen sie aber in Reinigungsbäder. Die Läufe müssen metallisch absolut rein sein. Es darf kein Öl, kein Fett, kein Rost dran sein, weil die Beize braucht also metallisch reine Oberfläche. Und wenn jetzt zum Beispiel Öl oder Fett dran wäre, kann die Beize, kommt nicht auf das Metallische und es gibt dann Flecken. Also da stellen die Läufe ziemlich hohe Anforderungen. Und man muss auch später bei der weiteren Fertigung immer darauf aufpassen, es muss alles absolut öl- und fettfrei sein, weil sonst fängt man wieder von vorne an. Im Laugebecken wandeln sich Öl und Fett über chemische Prozesse, einfach gesagt, in Seife. Die schrubbt Dietmar ab. Dann wird der Lauf im kalten und heißen Wasserbad gespült und neutralisiert. Den Lauf darf er zu keinem Zeitpunkt mehr mit der bloßen Hand berühren. Das sieht man jetzt schon, ganz perfekt war die Reinigung nicht. Ich habe jetzt aus den Bohrungen treten noch Restverschmutzungen aus. Das kann sein, es sind noch leichte Korrosionsspuren dran. Und die werden wir dann im nächsten Arbeitsschritt werden wir die dann beseitigen. Da machen wir was ganz althergebrachtes, es wird gewienert. Dafür nimmt Dietmar Wienerkalk, ein Mittel, das schon unsere Großeltern gut kannten.
Den Kalk trägt er mit einem feuchten Tuch auf und lässt ihn antrocknen. Wiener Kalk ist ein sehr fein gemahlener reiner Dolomit oder Calcium-Magnesium-Carbonat, ein natürliches Mineral. Der Kalk entfernt die letzten Verunreinigungen und poliert die Oberfläche. Das Wort kommt übrigens von Wienern, also reinigen oder blankreiben, und hat nichts mit Österreich zu tun. Den vom Kalk gebundenen Restschmutz entfernt Dietmar am Polierbock mit Drahtbürsten. Ganz vorsichtig nimmt er damit nur die losen Schichten von der Oberfläche ab. Zeit für die erste Streichbrünierung. Die Beize ist eine Säurelösung, im Groben aus Kupfersulfat und Eisen-3-Chlorid. Früher war die Zusammensetzung Betriebsgeheimnis der Galvaniker und Büchsenmacher. Jeder Hersteller hat seine eigene Rezeptur. Früher haben die alten Büchsenmacher, die haben jeder ein Heft in der Hosentasche gehabt, wo sie ihre Rezepte drauf hatten. Also es ist jeder nach seinem Gusto. Wenn er ein gutes Ergebnis erzielt, dann ist alles in Ordnung. Das ist ein Oxidationsprozess. Und wenn sich jetzt dann mit dem Eisen, wenn das jetzt schön braun wird, dann nennt sich das Ganze Rost. Und damit es auch so richtig schön rostet, dürfen die Läufe in die Wärmekammer mit erhöhter Luftfeuchtigkeit. Den ganzen Ablauf muss Dietmar 5 bis 9 Mal wiederholen, je nach Lauf und Umgebungsklima. Zurück zu Ralf in die Schäfterei. Die nächsten Schritte wären jetzt oben noch rund machen, die Doppelfalz einstechen und dann das Stahlkäppchen einpassen. Wir sind jetzt eigentlich so weißfertiger Zustand, sind wir eigentlich schon ziemlich gut dabei. Also noch ein klein bisschen und dann passt es. Und wieder einmal gilt, von grob nach fein. So ein handgemachter Maßschaft kostet je nach Holz schnell ein paar tausend Euro. Natürlich gibt es auch günstigere Schäfte aus der CNC-Fräse, doch das Besondere beim handgemachten Schaft ist seine Einzigartigkeit. Eigentlich ist jeder Schaft ein Unikat. Es ist halt Freiform, man kann es nicht messen und ich werde nie einen Schaft hinkriegen, der 1:1 genau gleich ist von der Form wie der andere. Auch die Doppelfalz der bayerischen Backe ist jedes Mal ein bisschen anders. Es ist eben Handarbeit. Und selbst nach vielen Jahren als Schäfter freut sich Ralf, wenn er einen alten Schaft wieder trifft. Vor kurzem hatte ich tatsächlich einen Drilling, der war Baujahr 98 oder 99 und der war tatsächlich von mir. Dann denkst du, boah, hey, und der hat schon richtig Patina gehabt, also der war ein bisschen schmierig, also durchgeölt, hatte etliche Druckstellen und das ist dann schon cool. Der Pistolengriff bekommt ganz am Ende noch ein graviertes Monogrammplättchen. Dafür schafft Ralf Platz.
Laufvorrichtung. Wir machen den jetzt schön feucht, dass eben die Poren, wenn wir dann trocknen, sich quasi aufstellen. So, und wenn man da jetzt drüber fährt, dann merkt man halt gerade am Griff, wo das Holz ein bisschen weicher ist, dann merkt man richtig, dass der richtig rau ist. Durch das Wässern quillt es nochmal auf die Pore und geht nochmal nach oben, dann nehmen wir die wieder ab und beim zweiten Mal, da geht die Pore quasi nicht mehr auf, da bleibt sie dann in ihrem niedrigeren, geschmürgelten Zustand. Jetzt wird er nochmal zweimal geschmürgelt und dann können wir ihn ölen. Und das geht ausnahmsweise mal mit elektrischer Hilfe. Mit dem Schwingschleifer und feiner Körnung von stufenweise 100 bis 320. Dann kommt ein großer Moment für den Schäfter, die erste Ölung. Trifft das, was ich erwartet habe, absolut, eher schon ein bisschen besser. Und wenn man jetzt so mit der Ölschicht so sieht, wie er so glänzt, das ist schon sehr genial. Also wirklich, das wird ein richtig toller Schaft. Und während der Schaft in Ruhe trocknet, sind die Läufe ein paar Stunden gerostet. Sie dürfen noch mal heiß baden. Die Oxidschicht, die muss jetzt neutralisiert und dann die lose Rostschicht entfernt werden. Dazu kommen sie vorher in die Heißspüle und man sieht, hat einen schönen Bad gesehen, wie das Rostrote dann in Schwarze umschlägt. Zeit ist ein wichtiger Faktor beim Brünieren. Wenn man es zu lange rosten lässt, kann es Rostnarben geben. Und das ist dann ein richtiger massiver Angriff aufs Material und dann muss man wieder von vorne anfangen. Dietmar muss alle Brünierschritte, das Wienern, Polieren, Einstreichen mehrmals wiederholen. Wie oft ist von Lauf zu Lauf unterschiedlich. Bei jedem Durchgang werden die Läufe dunkler. Per Auge entscheidet er, wann es passt. Mit Pinsel und Beize bessert er einzelne Stellen nach. Und wieder geht es zum Rosten in die Sauna. So lange, bis Dietmar zufrieden ist. Nach 5 Durchgängen ist dieser Doppelbüchsenlauf tiefschwarz. Er bekommt ein letztes, wichtiges Finish. Brünierung, egal ob Streich- oder Tauchbrünierung, ist ein ganz schlechter Korrosionsschutz. Also ohne Beölung ist eine Brünierung praktisch wertlos. Da ist es bloß so ein Sichtschutz. Denn das Brünieren selbst ist reine Optik und verhindert, dass reflektierendes Licht den Schützen blendet. Das Ergebnis: ein tiefschwarzer Gewehrlauf, ohne Farbe, nur durch chemische Prozesse. Auch der inzwischen mehrmals geölte und getrocknete Schaft bekommt sein Finish, die sogenannte Fischhaut. Dazu zeichnet Ralf erst einmal vor. Zum Schneiden der Fischhaut hat er spezielles Werkzeug. Das sind Fischhauteisen. Wir machen die selbst aus Silberstahl, die werden gebogen. Dann machen wir die Verzahnung
mit einer Gewindefeile, dass eben die Zähne kalibriert sind, also zueinander passen. Und dann ist es ein Werkzeug, das auf Zug und Schub geht. Also eigentlich wie eine Säge. Ich kann 3 bis 4 bis 5 Schäfte damit schneiden und muss dann nachschärfen, aber das ist kein Problem. Ralf beginnt mit ein paar Grundlinien, die sogenannten Master- oder Führungslinien. Sie sind das Gerippe seiner Fischhaut. Dann schneidet er los, Linie für Linie. Die Fischhaut hat natürlich nicht nur einen optischen Grund. Der Hauptaspekt ist die Griffigkeit. Die Rauten stehen quasi leicht schräg zum Griff nach oben. Das heißt, wenn ich so drüber gleite, dann sind die eigentlich verhältnismäßig glatt. Und wenn ich aber den Griff so greife und versuche so zu rutschen, dann merkt man eindeutig, dass die griffig ist. Durch das Überlappen der Linien entsteht das besondere Muster der Fischhaut. Natürlich gibt es das auch vom Laser geschnitten, aber Ralf schwört auf seine Handarbeit. Von der Griffigkeit, die handgeschnittene ist, möchte ich sagen, nochmal um 20–30% griffiger wie die vom Laser, denke ich. Und ein ganz, ganz großer Vorteil ist, wenn eine Delle drin ist, gehe ganz vorsichtig drüber, schneide nach und das Ding sieht aus wie vorher. Das geht beim Laser nicht. Und außerdem ist Ralf sich sicher, dass auch seine Kunden die Einzigartigkeit des Handwerks zu schätzen wissen. Ich sage mal, der will das Handwerkliche, der will die handwerkliche Nuance, der will den Fingerabdruck vom Schäfter. Das ist mein Fingerabdruck und die Schäftungen, die ich mache, die sind alle ähnlich vom Style und ich denke, das kommt bei den Kunden an. Ich habe schon ein paar gemacht. Rund 5 Ölungen, eine pro Tag, bekommt jeder Schaft insgesamt. Und Ralf hat schon jetzt ein gutes Gefühl. Ich bin wirklich, also 100% zufrieden. Absolut. Das wird ein tolles Gewehr. Sigi Kuhn baut dieses Gewehr nun an seiner Werkbank aus rund 150 Teilen zusammen. Die Büchsenmacher sagen dazu Schwarzmontage, quasi die Endfertigung. Ich habe jetzt so die Schlagbolzer mit drin. Die Schlagbolzer zündet die Patrone. Es kommt praktisch von hinten der Schlag und dann geht der Schlagbolzer nach vorne raus und haut praktisch auf das Zündhühnchen der Patrone und das zündet die Patrone. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ohne das geht nichts. Bei der Endmontage muss jedes Teil, jede Passung genau richtig sein. Denn die Kräfte im Inneren der Waffe sind gewaltig. Wir haben jetzt das Kaliber 9,374. Das hat einen Gasdruck von ca. 3000 bar. Und das wird also beim Beschuss geprüft und der Beschuss wird nochmal um 30% erhöhter Gasdruck beschossen. Wir sind also fast bei 4000 bar beim Beschuss. Kaliber 9,374 bedeutet übrigens 9,3 mm Durchmesser und 74 mm Länge der Patrone. Das Gewehr bekommt 2 goldene Abzüge, mit denen die Läufe einzeln abgefeuert werden können. Wir haben jetzt eigentlich die ganzen Schlossteile alles montiert. Und jetzt kommt es auf das Abzugsgewicht und das kann man steuern über die Fläche. Wenn man das sieht, das rastet so ein. Und je nachdem, wie ich den Winkel setze, je spitzer ich den Winkel mache, wenn ich in die Richtung gehe, dann wird das Abzugsgewicht schwerer. Oder ich mache das in die andere Richtung flacher, dann wird das Abzugsgewicht leichter. Und da merkt man wirklich 200–300 merkt man da schon, dass sich da was verändert.
Darum feilt Sigi ganz vorsichtig mit Polierpaste auf der Feile. Das Abzugsgewicht, also die Kraft, die der Finger zum Schießen aufbringen muss, soll 1400 Gramm betragen. Das prüft Sigi mit einer Federwaage. Wenn ich zum Beispiel einen ganz präziser Schuss bringen will, dann habe ich die Möglichkeit, die Waffe einzustechen. Und in dem Moment, wenn die gestochen ist, dann habe ich nur noch ein Abzugsgewicht von ca. 200 Gramm. Beim Einstechen wird der Abzug vorgespannt, damit der Schütze einen genaueren Schuss abgeben kann, zum Beispiel in Ruhe auf dem Hochsitz. Nach dem Schuss kann dieses Gewehr die Patronen mechanisch auswerfen. Dafür braucht es die sogenannten Ejektoren. Die baut Sigi ein. Und auch Ralfs fertiger Schaft kommt endlich dahin, wo er hingehört. Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn man so eine Waffe sieht. Und es ist im Grunde genommen jeder Waffe eigentlich ein Unikat. Es ist keine Waffe gleich. Es kommt halt immer wieder was Besonderes und da hat man einfach eine Freude dran und ein bisschen Stolz auf seinen Beruf, dass man eigentlich sowas machen kann. Der erste komplette Zusammenbau. Die Auswerfer testet Sigi gleich schon mit leeren Patronenhülsen. Fast geschafft, denn so ein Gewehr muss eingeschossen werden. In einer Schießhalle wird die Doppelbüchse auf Herz und Nieren geprüft. Beim Einschießen kommt zum ersten Mal scharfe Munition in die Läufe. Nur wenn bis hier alle Handgriffe perfekt waren, feuert das Gewehr. Das zeigt sich jetzt. Es ist kein Spielzeug, sondern eine Waffe, ein Gewehr, eine Doppelbüchse, in der viel traditionelle Handarbeit steckt. Dafür zahlt man 13.000 € und bekommt ein Jagdgewehr aus Stahl, Holz und dem Herzschlag eines Traditionshandwerks. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.